Lektion 1. Etikette im Fitnessstudio. Hey Anna, mir sind einige Fitnessregeln aufgefallen, von denen ich denke, dass sie für alle wichtig sind. Oh wirklich? Was hast du gesehen? Sie erwähnten, die Ausrüstung richtig zu benutzen und anderen gegenüber respektvoll zu sein. Das ist entscheidend für ein gutes Fitnesserlebnis. Was denkst du? Unbedingt. Das ist übliche Höflichkeit. Ich denke auch, dass wir unsere Nutzung während der Hauptverkehrszeiten einschränken sollten, um allen eine Chance zu geben. Genau. Es kann voll werden und das Warten auf Maschinen kann frustrierend sein. Haben Sie eine Lieblingszeit zum Trainieren? Ich bevorzuge die frühen Morgenstunden, wenn es ruhiger ist. Es hilft mir, meinen Tag positiv zu beginnen. Was ist mit dir? Normalerweise gehe ich abends hin. Es ist eine großartige Möglichkeit, nach einem langen Tag zu entspannen. Musstest du schon einmal auf Ausrüstung warten? Ja, besonders für das Squat-Rack. Es kann ein beliebter Ort sein. Wie gehst du mit dem Warten um? Normalerweise mache ich ein kurzes Aufwärmen oder Dehnen in der Nähe. Es hält mich aktiv, während ich warte. Wie sieht deine Fitnessroutine aus? Normalerweise beginne ich mit Cardio und gehe dann zum Krafttraining über. Es hält die Dinge im Gleichgewicht. Wie steht's mit dir? Ich mische es auch gerne. Ich mache Cardio, gefolgt von Gewichtheben. Es motiviert mich. Hast du schon einmal einen Gruppenunterricht ausprobiert? Ja, ich habe einmal einen Spinningkurs besucht. Es war intensiv, hat aber so viel Spaß gemacht. Hast du irgendwelche Kurse ausprobiert? Ich habe kürzlich einen Yogakurs ausprobiert. Es war herausfordernd, aber entspannend. Findest du den Unterricht hilfreich zur Motivation? Definitiv. Sie schaffen ein Gemeinschaftsgefühl und drängen dich dazu, härter zu arbeiten. Was ist deine liebste Art von Trainingskurs? Ich mag hochintensives Intervalltraining, HIIT. Es ist eine großartige Möglichkeit, schnell Kraft und Ausdauer aufzubauen. Was magst du an Spinningkursen? Ich liebe die Musik und die Energie. Die Instruktoren sind motivierend, was einen Unterschied macht. Denken Sie, dass die Etikette im Fitnessstudio über die reine Ausrüstung hinausgeht? Ja, es ist auch wichtig, auf den persönlichen Raum zu achten und hinter sich selbst aufzuräumen. Wie stellst du sicher, dass du das Fitnessstudio sauber hältst? Ich wische Maschinen immer ab, nachdem ich sie benutzt habe. Es ist ein kleiner Aufwand, der viel bewirkt. Was ist eine Regel, die Ihrer Meinung nach jeder befolgen sollte? Ich denke, jeder sollte anderen gegenüber respektvoll und ermutigend sein. Ein unterstützendes Umfeld macht einen großen Unterschied. Lektion 2. Ideen organisieren. Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie ich meine Notizen besser organisieren kann. Das ist eine tolle Idee. Was benutzt du, um dir Notizen zu machen? Normalerweise verwende ich Notizbücher, aber ich finde sie manchmal etwas chaotisch. Wie steht's mit dir? Ich bevorzuge digitale Apps zum Notieren. Sie helfen mir, alles organisiert und leicht zugänglich zu halten. Das verstehe ich absolut. Ich blättere immer durch Seiten und suche nach bestimmten Informationen. Welche App benutzt du? Ich benutze Evernote. Es ermöglicht mir, Notizen zu kategorisieren und Stichwörter hinzuzufügen. Es ist super hilfreich. Hast du irgendwelche Notiz-Apps ausprobiert? Ich habe Microsoft OneNote ein bisschen verwendet. Es ist nett,
Aber manchmal bevorzuge ich es trotzdem, Dinge von Hand aufzuschreiben. Schreiben von Hand kann bei der Gedächtniserhaltung helfen. Haben Sie ein System für Ihre Notebooks? Nicht wirklich. Ich notiere einfach, was mir in den Sinn kommt. Es kann schwierig sein, Dinge später zu finden. Wie organisieren Sie Ihre Notizen? Ich erstelle separate Notizbücher für verschiedene Themen und verwende Überschriften für jedes Thema. Das macht das Überarbeiten einfacher. Das klingt effizient. Nehmen Sie auch Zeichnungen oder Diagramme in Ihre Notizen auf. Ja, Bilder helfen mir wirklich, Konzepte besser zu verstehen. Zeichnest du etwas in deine Notizen? Manchmal skizziere ich schnelle Diagramme, aber ich muss konsistenter sein. Wie überprüfst du deine Notizen am liebsten? Ich fasse gerne wichtige Punkte zusammen und frage mich selbst. Es verstärkt das Material. Was ist mit dir? Normalerweise lese ich sie noch einmal, aber ich mag deine Idee der Zusammenfassung. Es klingt fesselnder. Das ist es definitiv. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, in Ihren Notizen eine Farbkodierung zu verwenden? Das habe ich noch nicht ausprobiert, aber es klingt interessant. Wie benutzt man Farben? Ich vergebe verschiedene Farben für verschiedene Themen. Es trennt Informationen visuell und erleichtert das Auffinden. Das ist eine clevere Idee. Ich glaube, ich probiere mal die Farbkodierung aus. Lektion 3: Karrierewege. Hey Anna, ich habe mit einer Marketingfreundin geschattet und das hat mich dazu gebracht, über verschiedene Karrieren nachzudenken. Das ist interessant. Was hat dein Freund über seinen Job gesagt? Sie erwähnten, wie dynamisch und kreativ Marketing sein kann. Wie steht's mit dir? Was machst du? Ich bin Lehrer. Ich liebe es, mit Schülern zu arbeiten und ihnen beim Lernen zu helfen. Was gefällt dir am Marketing? Ich mag die Kreativität, die mit der Entwicklung von Kampagnen verbunden ist. Es ist aufregend zu sehen, wie Ideen zum Leben erweckt werden. Welche Fächer unterrichtest du? Ich unterrichte Englisch und freue mich, wenn Schüler ihre Sprachkenntnisse verbessern. Denken Sie, dass Kommunikation in Ihrem Bereich wichtig ist? Unbedingt. Klare Kommunikation ist im Marketing unerlässlich, um Botschaften effektiv zu vermitteln. Integrieren Sie verschiedene Unterrichtsmethoden? Ja, ich verwende eine Mischung aus Vorlesungen, Gruppenaktivitäten und Spielen, um die Dinge spannend zu halten. Welche Marketingstrategien findest du am effektivsten? Ich denke, Social Media Marketing ist mächtig. Es erreicht schnell ein breites Publikum. Verwenden Sie Technologie in Ihrem Unterricht? Definitiv. Ich verwende Online-Ressourcen und Lern-Apps, um das Lernen zu verbessern. Haben Sie in letzter Zeit irgendwelche Marketingtrends bemerkt? Ja, Nachhaltigkeit wird für viele Marken zu einem wichtigen Schwerpunkt. Die Menschen wollen umweltfreundliche Unternehmen unterstützen. Was denken Ihre Schüler über Umweltfragen? Sie sind sehr begeistert davon. Ich versuche, Lektionen zum Thema Nachhaltigkeit in meinen Lehrplan aufzunehmen. Denken Sie, dass Unternehmen sozial verantwortungsbewusster sein sollten? Ja, auf jeden Fall. Verantwortung kann die Markentreue verbessern und Kunden gewinnen. Wie ermutigen Sie Ihre Schüler, kritisch zu denken?
Ich fördere Diskussionen und Debatten zu verschiedenen Themen. Es hilft Ihnen, sich Ihre eigene Meinung zu bilden. Denken Sie, dass kritisches Denken im Marketing unerlässlich ist? Unbedingt. Vermarkter müssen Daten analysieren und das Verbraucherverhalten verstehen. Was ist der lohnendste Teil Ihrer Lehrtätigkeit? Es ist unglaublich lohnend zu sehen, wie meine Schüler erfolgreich sind und Selbstvertrauen gewinnen. Was ist mit dir? Was ist der Höhepunkt Ihrer Marketingkarriere? Ich liebe es zu sehen, welche Wirkung eine erfolgreiche Kampagne hat und wie sie beim Publikum ankommt. Es ist nett, mit dir zu reden. Anna. Lektion 4: Tipps zum Malen. Hey Anna, ich habe gerade mein Zimmer fertig gestrichen und es war eine tolle Erfahrung. Das klingt lustig. Was war der erste Schritt, den du gemacht hast, bevor du in das Gemälde eintauchst? Zuerst habe ich vor dem Streichen dafür gesorgt, dass meine Wände sauber und vorbereitet waren. Das macht einen großen Unterschied. Hast du jemals ein Zimmer gestrichen? Ja, ich habe letzten Sommer mein Wohnzimmer gestrichen. Ich habe gelernt, dass Vorbereitung entscheidend ist. Hast du einen Primer benutzt? Hab ich. Es half der Farbe, besser zu haften und brachte die Farben zum Strahlen. Welche Farbe hast du für dein Wohnzimmer gewählt? Ich habe mich für ein sanftes Blau entschieden. Es schafft eine beruhigende Atmosphäre. Was ist mit deinem Zimmer? Ich habe mich für ein leuchtendes Grün entschieden. Es hält den Raum wirklich auf. Hattest du irgendwelche Herausforderungen beim Malen? Ein paar. Ich habe versehentlich etwas Farbe auf den Boden verschüttet. Zum Glück habe ich es schnell aufgeräumt. Hattest du irgendwelche Pannen? Ich habe Farbe auf meine Kleidung verschüttet. Jetzt sind sie meine Lieblingskleidung zum Malen. Was ist dein Tipp, um Verschüttungen zu vermeiden? Ich lege immer ein Falltuch hin. Es fängt verschüttete Flüssigkeiten auf und schützt den Boden. Denken Sie, dass es wichtig ist, die richtigen Tools auszuwählen. Unbedingt. Gute Pinsel und Walzen können die Arbeit erleichtern und die Oberfläche glatter machen. Welche Tools haben Sie verwendet? Ich habe eine Rolle für die großen Flächen und einen Pinsel für die Ecken verwendet. Es hat gut funktioniert. Hattest du ein Lieblingswerkzeug? Ich habe es geliebt, ein Farbspritzgerät für die Decken zu verwenden. Es hat so viel Zeit gespart. Hast du jemals einen probiert? Noch nicht, aber ich bin neugierig. Denkst du, es ist einfach zu bedienen? Am Anfang kann es etwas knifflig sein, aber für größere Räume lohnt es sich. Was ist dein nächstes DIY-Projekt? Ich denke darüber nach, meine eigenen Regale zu bauen. Ich liebe die Idee, meinen Raum individuell zu gestalten. Hast du irgendwelche Holzarbeiten gemacht? Ein bisschen. Ich habe mal einen kleinen Tisch gebaut. Es war herausfordernd, aber befriedigend. Magst du DIY-Projekte? Das tue ich. Sie ermöglichen es mir, meiner Kreativität Ausdruck zu verleihen. Auf welches Projekt bist du stolz? Ich bin stolz auf meine bemalten Blumentöpfe. Sie verleihen meinem Garten eine persönliche Note. Lektion 5: Fitnessziele. Hey Anna, ich habe in letzter Zeit versucht, mit meinen Trainingseinheiten konsistent zu bleiben. Das ist großartig. Welche Tipps hast du, um auf Kurs zu bleiben? Einer meiner besten Tipps ist, mein Training im Voraus zu planen.
Es hilft mir, organisiert zu bleiben. Hast du einen Trainingsplan? Ja, normalerweise plane ich meine Woche jeden Sonntag. Das macht es einfacher, mich an meine Routine zu halten. Wie oft trainierst du? Ich strebe ungefähr 4-mal pro Woche an. Ich mische Cardio und Krafttraining. Was ist mit dir? Ich versuche 5-mal pro Woche zu trainieren. Ich mag es, Yoga und Laufen zu mischen. Hast du schon einmal Yoga ausprobiert? Hab ich. Das ist eine großartige Möglichkeit, die Flexibilität zu verbessern. Hast du eine Lieblings-Yoga-Pose? Ich liebe die nach unten gerichtete Hundehaltung. Es streckt den Rücken und fühlt sich erfrischend an. Was ist deine Lieblingsübung? Ich mag Gewichtheben sehr. Es hilft beim Kraftaufbau und stärkt mein Selbstvertrauen. Wie bleibst du an schwierigen Tagen motiviert? Ich erinnere mich an meine Ziele und daran, wie gut ich mich nach dem Training fühle. Hörst du während des Trainings Musik? Definitiv. Optimistische Musik hält mich voller Energie. Wie sieht deine Lieblings-Workout-Playlist aus? Ich mag eine Mischung aus Pop und elektronischer Musik. Es pumpt mich wirklich auf. Verfolgen Sie Ihre Fortschritte? Ja, ich führe ein Tagebuch, um meine Trainingseinheiten und Verbesserungen zu notieren. Es ist motivierend zu sehen, wie weit ich gekommen bin. Wie überwachen Sie Ihre Fortschritte? Ich verwende eine Fitness-App, die meine Läufe und Trainingseinheiten aufzeichnet. Es hilft mir, rechenschaftspflichtig zu bleiben. Haben Sie sich bestimmte Fitnessziele gesetzt? Ich möchte bis Ende des Jahres 10 Kilometer laufen. Es ist eine Herausforderung, aber ich freue mich. Was ist mit dir? Ich möchte meine Flexibilität verbessern und eine Yoga-Herausforderung bestehen. Es sollte Spaß machen. Glaubst du, es hilft, einen Trainingspartner zu haben? Unbedingt. Es erhöht die Rechenschaftspflicht und macht das Training angenehmer. Hast du einen Trainingspartner? Ja, mein Freund läuft mit mir. Wir motivieren uns gegenseitig zum Durchsetzen. Was ist deine Lieblingsmahlzeit nach dem Training? Ich liebe einen Proteinsmoothie mit Früchten. Es ist erfrischend und anregend. Lektion 6. Rodeo-Abenteuer. Hey Anna, ich habe gerade von einem Rodeo-Event im kanadischen Westen gelesen. Das klingt aufregend. Das klingt aufregend. Was ist das Besondere an diesem Rodeo? Es ist bekannt dafür, dass es die besten Cowboys und Rodeo-Fahrer anzieht, um einen Hauptpreis von $25.000 zu kämpfen. Warst du schon einmal auf einem Rodeo? Ich war letzten Sommer in einem und es war so ein lustiges Erlebnis. Die Atmosphäre war elektrisierend. Welche Ereignisse hatten Sie? Sie veranstalteten Bullenreiten, Fassrennen und Seilwettbewerbe. Jede Veranstaltung war intensiv. Welches Event hat dir am meisten Spaß gemacht? Ich habe Barrel Racing geliebt. Die Pferde waren so schnell und die Reiter bewiesen unglaubliches Können. Hast du ein Lieblings-Rodeo-Event? Bullenreiten ist mein Favorit. Der Mut, den man braucht, um auf dem Bullen zu bleiben, ist unglaublich. Haben Sie jemals Rodeo-Aktivitäten ausprobiert? Noch nicht, aber ich würde gerne das Seil lernen. Es sieht herausfordernd aus, aber lohnend. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, Rodeo-Sportarten auszuprobieren?
Hab ich. Ich denke, Reiten zu lernen wäre ein fantastisches Abenteuer. Was glaubst du, macht Rodeos so beliebt? Ich glaube, es ist die Kombination aus Tradition, Aufregung und der Verbindung zur westlichen Kultur. Es zeigt wirklich den Cowboy-Lifestyle. Genau. Die Musik, die Outfits und das Gemeinschaftsgefühl schaffen ein einzigartiges Erlebnis. Was hältst du von Rodeo-Outfits? Sie sind so farbenfroh und stylisch. Ich liebe die Cowboy-Hüte und Stiefel. Hast du ein Lieblings-Rodeo-Kleidungsstück? Ich mag die klassischen Jeanshemden sehr. Sie sehen toll aus und sind praktisch zum Reiten. Hast du jemals Cowboy-Stiefel getragen? Ja, ich habe mir ein paar für das Rodeo geliehen. Sie fühlten sich wohl und trugen zur Erfahrung bei. Denkst du, Rodeos sind sicher? Sie haben Sicherheitsmaßnahmen, aber es kann trotzdem gefährlich sein. Die Teilnehmer gehen Risiken für den Nervenkitzel ein. Wie denkst du darüber? Ich bewundere ihren Mut, aber ich denke auch, dass es wichtig ist, der Sicherheit Priorität einzuräumen. Was könnte Ihrer Meinung nach die Sicherheit bei Rodeos verbessern? Mehr Training und Sicherheitsausrüstung würden helfen. Es ist wichtig für alle Beteiligten. Welche anderen westlichen Traditionen findest du interessant? Line Dance fasziniert mich. Es scheint eine unterhaltsame Art zu sein, die westliche Kultur zu feiern. Hast du es jemals versucht? Ich habe es bei Rodeos gesehen, aber selbst nicht ausprobiert. Es sieht nach einer großartigen Möglichkeit aus, Kontakte zu knüpfen. Lektion 7. Den Rückzug überwinden. Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie ängstlich und negativ manche Menschen an neue Situationen herangehen. Das ist ein interessanter Punkt. Rückzug kann Menschen wirklich zurückhalten. Was glaubst du verursacht diese Angst? Ich glaube, es kommt oft aus der Angst vor dem Scheitern oder aus der Angst heraus, töricht auszusehen. Hast du dich jemals so gefühlt? Definitiv. Es kann entmutigend sein, etwas Neues auszuprobieren, wenn Sie sich Sorgen darüber machen, was andere denken könnten. Was ist deine Erfahrung mit der Überwindung dieser Angst? Ich versuche mich daran zu erinnern, dass jeder irgendwo anfängt. Die Kosten eines Rückzugs könnten in der Tat sehr schwerwiegend sein, insbesondere im Hinblick auf das persönliche Wachstum. Genau. Das Verpassen von Gelegenheiten kann ein großer Verlust sein. Welche Strategien verwenden Sie, um engagiert zu bleiben? Ich setze mir kleine, erreichbare Ziele. Dadurch fühlen sich neue Herausforderungen weniger überwältigend an. Wie steht's mit dir? Ich finde es hilfreich, Unterstützung von Freunden zu suchen. Es macht das Ausprobieren neuer Dinge weniger einschüchternd. Hast du das versucht? Ja, ein Buddy-System kann das Selbstvertrauen wirklich stärken. Findest du es wichtig, kleine Siege zu feiern? Unbedingt. Fortschritte zu feiern, egal wie klein sie sind, hält die Motivation hoch. Welchen Sieg haben Sie kürzlich gefeiert? Ich habe kürzlich einen Kurs abgeschlossen, wegen dem ich nervös war. Danach habe ich mir ein schönes Abendessen gegönnt. Was ist mit dir? Ich habe ein neues Kochrezept ausprobiert, das großartig geworden ist. Also habe ich Freunde eingeladen, es zu teilen. Glaubst du, dass das Ausprobieren neuer Aktivitäten hilft, den Rückzug zu bekämpfen? Ganz gewiss. Es eröffnet neue Perspektiven und Erfahrungen. Was ist das Überraschendste, was du gelernt hast,
als du etwas Neues ausprobiert hast? Ich habe gelernt, dass ich wirklich gerne male. Es war unerwartet, aber so lohnend. Hast du irgendwelche verborgenen Talente entdeckt? Ich habe herausgefunden, dass ich gerne in der Öffentlichkeit spreche. Anfangs war es gruselig, aber jetzt liebe ich es. Glaubst du, unsere Ängste halten uns oft davon ab, unsere Stärken zu entdecken? Definitiv. Es ist leicht, Angst unsere Entscheidungen diktieren zu lassen. Welchen Rat würden Sie jemandem geben, der mit dem Rückzug zu kämpfen hat? Ich würde sagen, fangen Sie klein an, suchen Sie Unterstützung und denken Sie daran, dass es in Ordnung ist, sich unwohl zu fühlen. Wachstum findet außerhalb unserer Komfortzonen statt. Lektion 8. Wertvolle Erinnerungen. Hey Anna, ich erinnere mich, als ich jung war ich so erleichtert, nachdem ich meine Lieblingspuppe gefunden hatte. Oh, das klingt süß. Hattest du eine besondere Beziehung zu ihr? Unbedingt. Ich umarmte meine Puppe fest und versprach mir, dass ich sie nie wieder irgendwo zurücklassen würde. Ich könnte mir ein Leben ohne sie nicht vorstellen. Was ist mit dir? Hattest du ein Lieblingsspielzeug? Ja, ich hatte einen Stoffbären namens Mr. Cuddles. Er war mein Vertrauter. Hast du deine Puppe je auf Abenteuer mitgenommen? Die ganze Zeit. Sie unternahm Ausflüge in den Park und sogar zur Schule. Es fühlte sich an, als hätte sie ein Eigenleben gehabt. Hast du mit deinem Bären Geschichten erfunden? Ja, ich würde mir Abenteuer ausdenken, bei denen wir an magische Orte gereist sind. Es hat so viel Spaß gemacht. Glaubst du, dass diese Spielzeuge aus der Kindheit dazu beitragen, wer wir werden? Definitiv. Sie bringen uns etwas über Liebe, Fürsorge und Fantasie bei. Welche Lektionen hast du aus deiner Spielzeit gelernt? Ich habe gelernt, wie wichtig Freundschaft und Kreativität sind. Es war ein sicherer Ort, um mich auszudrücken. Hast du irgendwelche Spielzeuge aus deiner Kindheit aufbewahrt? Ich habe meine Puppe immer noch in einer Schachtel versteckt. Es weckt so schöne Erinnerungen. Haben Sie immer noch Mr. Cuddles? Ja, das tue ich. Er ist etwas erschöpft, aber ich kann mich nicht von ihm trennen. Er ist ein Teil meiner Kindheit. Wie wirkt sich Nostalgie Ihrer Meinung nach auf uns als Erwachsene aus? Es erinnert uns an einfachere Zeiten und kann an stressigen Tagen Trost spenden. Welche Erinnerungen hegen Sie am meisten? Ich schätze die Sommertage, an denen ich draußen mit Freunden gespielt habe. Das waren unbeschwerte Momente. Was ist mit dir? Ich erinnere mich an Familienfeiern, bei denen wir zusammen Spiele gespielt und gelacht haben. Diese Momente haben meine Werte geprägt. Findest du es wichtig, diese Geschichten mit anderen zu teilen? Ja, das Teilen von Geschichten hält diese Erinnerungen am Leben und verbindet uns mit anderen. Welche Geschichte würdest du gerne teilen? Ich würde gerne erzählen, wie ich meine Puppe am Strand verloren habe und wie meine Familie mir geholfen hat, sie zu finden. Es hat mir den Wert von Unterstützung beigebracht. Lektion 9. Geschichte verstehen. Hey Anna, ich habe gelesen, wie die Menschen in Kanada und den Vereinigten Staaten schließlich erkannten, dass ihre Gesetze unfair waren. Das ist ein wichtiges Thema. Auf welche spezifischen Gesetze bezogen sie sich? Hauptsächlich Gesetze in Bezug auf Bürgerrechte und Behandlung indigener Völker. Es ist faszinierend, wie das öffentliche Bewusstsein zu Veränderungen führen kann. Was hat Ihrer Meinung nach zu dieser Erkenntnis geführt? Ich glaube, es war eine Kombination aus Aktivismus und Bildung.
Die Menschen begannen, die Auswirkungen dieser Gesetze auf Gemeinschaften zu verstehen. Hast du von irgendwelchen bedeutenden Bewegungen gelesen? Ja, die Bürgerrechtsbewegung in den USA spielte eine entscheidende Rolle bei der Sensibilisierung. Führungspersönlichkeiten wie Martin Luther King Jr. hatten einen großen Einfluss. Haben Sie eine historische Lieblingsfigur? Ich bewundere Malala Yousafzai für ihren Mut, sich für die Bildung von Mädchen einzusetzen. Ihre Geschichte ist inspirierend. Was ist mit dir? Ich respektiere Nelson Mandela wirklich. Sein Weg und sein Engagement für Gerechtigkeit sind bemerkenswert. Wie können wir Ihrer Meinung nach aus der Geschichte lernen? Indem wir vergangene Fehler studieren, können wir bessere Entscheidungen für die Zukunft treffen. Es ist wichtig, diese Lektionen im Hinterkopf zu behalten. Denken Sie, dass Geschichte in der Bildung oft übersehen wird? Manchmal, ja. Ich denke, eine stärkere Fokussierung auf verschiedene Perspektiven könnte unser Verständnis bereichern. Welche Geschichtsfächer interessieren Sie am meisten? Ich interessiere mich besonders für soziale Bewegungen und wie sie Gesellschaften prägen. Sie erzählen starke Geschichten. Welche Themen findest du am überzeugendsten? Ich fühle mich zur Geschichte der Revolutionen hingezogen. Der Mut der Menschen, die für ihre Rechte kämpfen, ist faszinierend. Wie beeinflussen deiner Meinung nach Geschichten aus der Vergangenheit unsere Gegenwart? Sie erinnern uns daran, wie wichtig es ist, für das Richtige einzustehen. Die Geschichte kann uns motivieren, uns heute für Veränderungen einzusetzen. Haben Sie irgendwelche modernen Beispiele dafür gesehen? Definitiv. Die jüngsten Proteste für Rassengerechtigkeit und Klimawandel zeigen, dass die Menschen immer noch für Fairness kämpfen. Welche Bewegungen inspirieren dich? Die globalen Klimastreiks sind inspirierend. Es ist beeindruckend zu sehen, wie sich junge Menschen für eine gemeinsame Sache zusammenschließen. Welche Rolle spielen Ihrer Meinung nach Individuen bei der Gestaltung der Geschichte? Jeder Einzelne kann einen Unterschied machen. Auch kleine Aktionen können zu erheblichen Veränderungen führen. Es ist ermutigend, über unsere potenziellen Auswirkungen nachzudenken. Lektion 10. Teelicht bestellen. Hey Anna, fühlst du dich bereit zu bestellen? Absolut, John. Darüber habe ich nachgedacht. Was klingt gut für dich? Ich tendiere zur Pasta, aber das Steak klingt auch verlockend. Was ist mit dir? Ich habe Lust auf einen schönen Salat, vielleicht mit etwas gegrilltem Hühnchen. Hast du Ihre Salate schon einmal probiert? Ja, sie sind ziemlich frisch. Ich liebe es, wie sie lokale Zutaten verwenden. Sollen wir uns eine Vorspeise teilen? Das ist eine tolle Idee. Wie wär's mit der Bruschetta? Es ist so schmackhaft. Die perfekte Wahl. Ich rufe den Kellner an und bestelle die Bruschetta, die Nudeln und den Salat. Klingt nach einem Plan. Denkst du, wir sollten nach speziellen Dressings für den Salat fragen? Definitiv. Ich frage, ob Sie eine hausgemachte Vinaigrette haben. Es ist immer eine nette Geste. Ich stimme zu. Es verleiht einen besonderen Geschmack. Was hältst du von Nachtisch? Oh, Nachtisch klingt verlockend. Ich habe gehört, Ihr Schokoladenkuchen ist ein Traum. Ja, ich hatte es schon einmal und es ist göttlich. Sollen wir eins zum Teilen besorgen? Tolle Idee. Teilen macht immer mehr Spaß, besonders bei etwas so Leckerem.
Ich kann es kaum erwarten. Dieses Essen wird fantastisch sein. Was gefällt dir am besten, wenn du auswärts isst? Ich liebe es, neue Gerichte auszuprobieren und die Atmosphäre zu genießen. Es fühlt sich immer wie ein Abenteuer an. Genau. Es ist eine Gelegenheit, sich zu entspannen und gute Gesellschaft zu genießen. Machen wir das Beste daraus. Ganz gewiss. Ich freue mich auf diese köstliche Reise, auf der wir uns heute befinden. Lektion 11. Weich gegen hart. Hey Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, wie unterschiedlich sich Dinge anfühlen? Oh, die ganze Zeit. Es ist faszinierend. Ein Teddybär ist zum Beispiel so weich. Es fühlt sich gut an zu berühren. Genau. Deshalb lieben Kinder sie. Was findest du sonst noch weich? Kissen sind ein weiteres gutes Beispiel. Sie sind perfekt, um den Kopf auszuruhen. Richtig. Und Decken können auch unglaublich weich sein, besonders wenn sie frisch aus dem Trockner kommen. Definitiv. Auf der anderen Seite, was denkst du über schwierige Dinge? Nun, ein Stein ist sicher hart. Er ist solide und unnachgiebig. Ja, und denk an einen Tisch. Es ist robust und kann viel Gewicht tragen. Stimmt. Es ist interessant, wie sowohl weiche als auch harte Gegenstände ihren Zweck haben. Genau. Zum Beispiel eignet sich eine harte Oberfläche hervorragend zum Schreiben, während eine weiche Oberfläche zum Schlafen geeignet ist. Und manche Dinge können sogar beides sein. Wie eine weiche Lederjacke, außen hart, aber weich zu tragen. Das ist ein großartiger Punkt. Es bringt mich dazu, darüber nachzudenken, wie Texturen unsere Erfahrungen verändern können. Definitiv. Hast du jemals etwas angefasst, das dich mit seiner Textur überrascht hat? Ja, ich habe einmal einen Seeschwamm angefasst. Es war hart und weich zugleich. Wow, das klingt faszinierend. Ich liebe es, wenn Dinge unerwartete Eigenschaften haben. Ich auch. Das macht es so viel interessanter, die Welt zu erkunden. Unbedingt. Ich denke, wir sollten uns irgendwann auf die Suche nach Texturen machen, verschiedene Objekte anfühlen und sehen, wie sie sich vergleichen. Lektion 12. Bauernfamilien und Messen. Hallo Anna, hast du gesehen, wie Herbstmessen in unserer Gegend immer beliebter werden? Ja, sie sind unglaublich. Ich liebe es, wie sie lokale Produkte und Kunsthandwerk präsentieren. Unbedingt. Es ist eine großartige Möglichkeit, Bauernfamilien und ihre harte Arbeit zu unterstützen. Ganz gewiss. Ich denke, es hilft ihnen wirklich, mit der Community in Kontakt zu treten, nicht wahr? Definitiv. Außerdem haben die Menschen die Möglichkeit, etwas über die Landwirtschaft und die Herkunft ihrer Lebensmittel zu erfahren. Genau. Hast du irgendwelche frischen Produkte von den Messen probiert? Ja, letzte Woche hatte ich die süßesten Äpfel. Sie waren so knackig und saftig. Anna, ich liebe das. Frische Äpfel schmecken so viel besser als im Laden gekaufte. Danke fürs Zuschauen. Bitte abonniere, like und teile unsere Videos und Kanäle.